So, hallo und herzlich willkommen zu meinem Pipeline-Tutorial. Hier soll es darum gehen, einen Charakter aus DAZ 3D über Maya mit dem Plugin Ornatrix entsprechend Kopfhaare zu versehen, diese dann mit Hairworks NVIDIA zu simulieren, zu exportieren in die Unreal Engine und dann das Ganze in Szene zu setzen. Ich habe schon mal einen Charakter für euch vorbereitet. Das ist Dryden. Dryden ist ein Charakter der älteren DAZ-Generation. Es ist ein sogenannter Genesis-Charakter. Dryden ist in T-Pose und ihm wurde eine Root Node hinzugefügt von mir. Root Node deswegen, weil animationstechnisch Unreal später mit diesen entsprechenden Root Nodes arbeiten muss. Root Nodes fügt man hinzu, indem man hier auf Create und New Null entsprechend eine Root hinzufügt und den entsprechenden Content dann unter diese Root legt, indem man es einfach anselektiert und hier drunter schiebt. Wichtig ist jetzt, dass wir den Charakter als erstes im FBX-Format exportieren. Dies tun wir, indem wir unter File Export gehen, dann entsprechend, ich habe mal einen Ordner angelegt, Tutorial Ornatrix, dann entsprechend einen Namen vergeben, wir auf Speichern klicken. Dieser wird jetzt überschrieben, weil ich habe das schon mal vorher getestet. Und wir dann hier in das aktuellste FBX-Format wechseln für 2014. Das bietet Studio 4.9 an. Entsprechend diesen Einstellungen hier, man verfolgt hier bei Edit Morph Rules entsprechend die Bake Action aktiv lässt, die entsprechenden anderen Actions können wir darunter rauslöschen. So, hier können wir nochmal sehen, wie der Charakter polygoniert ist. Wir sind hier bei circa 19.000 Polygone. Das ist okay für die Unreal Engine und die Unterwäsche hat hier circa 5.000 Polygone. So, dann akzeptieren wir das Ganze und exportieren. Und das ist quasi der Teil 1, den wir vollziehen in das, und so dann gehen wir dann auch gleich weiter in Maya. So, nun befinden wir uns in Maya. Ich verwende die Version 2016.5 in Service Pack 2. Wie man erkennen kann, ist das Plugin Ornatrix bereits installiert. Wir gehen dennoch einmal in die Settings unter dem Plugin Manager und schauen uns noch einmal die Versionsnummern an, damit ihr, wenn ihr das nachvollziehen wollt, auch die gleichen Versionsnummern verwenden könnt. Schauen wir mal. Ornatrix befindet sich hier. Hier nochmal die entsprechende Versionsnummer 1.2.5 11250 und Hairworks verwenden wir in Version 2016-50. Dies habe ich von der entsprechenden Entwicklerwebseite von NVIDIA heruntergeladen und das Plugin installiert. Für die Maya 2016.5 64-Bit-Version. So, das sind jetzt die entsprechenden Rahmenbedingungen. Als allererstes laden wir nun unseren exportierten Charakter aus DAZ. Dazu gehen wir auf File Import. Wir werden unter DAZ 3D Studio MyRender Library Exports FBX Dryden. Hier ist unser Tutorial Ordner. Dann als allererstes unser Dryden Base Charakter importieren. Wie man erkennen kann, hier unten befindet sich die vorhin hinzugefügte Root Node, auf der alles eingehangen ist. Als allererstes würde ich vorschlagen, räumen wir mal alles noch ein bisschen auf. In diesem Tutorial soll es auch jetzt nicht ums Riggen gehen oder nicht ums Animieren gehen. Wir wollen in diesem Tutorial ganz speziell dem Charakter Haare, genauer genommen Kopfhaare, verpassen.
Als allererstes schlage ich vor, wir werden dem Ganzen erstmal noch ein paar passende Namen verpassen. Dryden hieß der Charakter ja. Wir werden hier Dryden _shape so, das Ganze tun wir auch nochmal für die Unterwäsche. Shape und so, ist das Ganze schon mal ein bisschen aufgeräumter und dann gucken wir uns mal an, ob die Texturen sauber geladen worden sind. Ja, sieht gut aus, scheint alles da zu sein. Okay, so, was immer ganz gut kommt, weil später in Hairworks Viewer es öfters zu Problemen kam, ist als allererstes beim Rigging noch auf die entsprechende Bind Post zu wechseln. In dem Fall hatte die auch direkt in die Bind Post geladen. Gut, ich würde vorschlagen, wir speichern das Ganze als allererstes einmal. Save Scene As. Gucken wir mal unter Maya Projects, Dryden Non-11 Version und dann speichern wir das Ganze einmal ab. So, ich beschreibe das mal, das hatte ich vorher schon mal vorbereitet gehabt. So, das wäre der erste Streich. Jetzt müssen wir uns um die Haare kümmern. Das heißt, um das zu vollziehen, müssen wir hier gucken, dass wir unseren Dryden entsprechend ein Grow Mesh verpassen. Grow Mesh ist deswegen wichtig, weil Hairworks darauf später entsprechend die Physik berechnet. Das heißt, wir müssten, wenn wir das wollen, eine Kopie von diesem Mesh erzeugen und diese dann mit niedriger Geometrie noch einmal darauf abbilden und auch an das entsprechende Skelett binden. Um das Tutorial natürlich möglichst kurz zu halten, werde ich jetzt auf dieses Grow Mesh verzichten und werde direkt auf diesem Modell arbeiten. In Analogie vollzieht man dieselben Schritte, nur mit dem einen Unterschied halt, dass man vorher mit Steuerung D sich den Charakter kopiert, entsprechend den Kopf abschneidet und dann die Detailrate etwas verringert und dann am Kopf separat die Haare simulieren würde. Jetzt bleiben wir hier auf der direkt auf diesem Modell, weil wir letztendlich dasselbe Ergebnis erreichen. Ich gehe jetzt mal auf Faces, schalte mir nochmal die entsprechenden Texturen aus, selektiere mir mal die Bereiche an, die ich mit Haare gleich versehen möchte, und ein bisschen Feinarbeit ist natürlich notwendig. Wir müssen hier nochmal, habe ich jetzt was vergessen, das ist noch ein bisschen groß. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, dass das alles ein bisschen symmetrisch bleibt. Dann wählen wir das Ganze einmal ab, was wir hier nicht brauchen. Das nehmen wir mit rein, das nicht. Sieht mal ganz gut aus. Hier gehen wir noch ein bisschen weiter runter.
brauchen wir natürlich keine Haare. Dann etwas die Koteletten würde ich vorschlagen. Also wie gesagt, das kann man jetzt identisch auch auf dem Grow Mesh machen. Und das tun wir jetzt nur nicht, weil wir hier etwas Zeit sparen wollen. So. Da legen wir uns dann die entsprechende Selektion an. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier gehen wir noch ein bisschen nach vorne. Hier kontrollieren wir das Ganze auch nochmal. Wir haben hier die Haare bis hier runtergezogen, dann werden wir das natürlich hier auch noch tun. Hierüber auch. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Soll auch nur ganz grob erstmal aufzeigen, wie das Prinzip funktioniert. Ich glaube, hier gehen wir nochmal einmal. So. Dann nehmen wir das hier auch nochmal mit. Okay, das soll genügen. So, jetzt haben wir unser... Moment, hier ist noch. Da gehen wir hier oben lang. Hier nicht. Ja, das nehmen wir hier nochmal weg. So. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ja, okay. Die Kopfhaut ist soweit in Ordnung, selektiert. Und jetzt werden wir mittels dem Ornatrix Plugin Haare auf diese selektierten Bereiche der Kopfhaut wachsen lassen. Dazu gehen wir hier auf Ornatrix in das Shelf und klicken auf Add Hair to Selection. Wir wählen dann das Groom Viewball aus und erzeugen Create. Die Haare selber, die braucht Hairworks nicht, deswegen werden wir diese hier ausstellen und wir werden uns ganz auf die Hair Guides beschäftigen. Wichtig ist hier an dieser Stelle, dass wir die Distribution ändern. Wir müssen halt schauen, dass die entsprechenden Hair Guides nicht in der Form interpoliert werden, wie sie es jetzt tun, sozusagen zufällig über die gesamte Oberfläche, sondern wir wollen, Hairworks braucht dies, die entsprechenden Hair Guides ausschließlich eine Guideline pro Vertex. Und zusätzlich müssen wir oder sollten wir die Guideline-Länge noch etwas verkleinern, damit wir den Überblick besser haben. In diesem Tutorial aus Zeitgründen, wie gesagt, soll es auch nicht darum gehen, jetzt entsprechend die Haare zu modellieren, sondern wir wollen konsequent weiter verfahren, wie wir dann diese Hair Guides in Hairworks bekommen. So, wie man gut erkennen kann, sind alle entsprechenden Guides oder Guidelines entsprechend einem pro Vertex fixiert worden. Das ist schon mal der wichtigste Punkt. Und jetzt gucke ich nochmal, wie das aussieht. Jawohl. Jetzt können wir eigentlich auch gleich wieder zurückgehen auf diese Einstellung. Ja, es gibt sehr viele schöne Videos von Ornatrix, die erklären, wie man jetzt die entsprechenden Haare modellieren kann, um Frisuren darzustellen. Auch diesen Schritt werde ich jetzt einmal überspringen und direkt weiter im Prozess vorgehen, um Hairworks zu verwenden. Das heißt, wir haben jetzt unsere Guidelines. Wir haben im Moment hier die entsprechenden Kontrolldateien und der nächste Schritt, den wir tun sollten, ist speichern. Save Scene As. Und ich habe das auch schon mal vorbereitet. Ich habe das einfach denn mit Unterstrich Ornatrix versehen. Das heißt, wir sichern uns jetzt einmal ab, dass quasi
alles auch seinen Gang geht. Jetzt als nächstes klicken wir, was wir auch schon gemacht haben, auf die Edit Guide Shape. Das heißt, wir wollen natürlich jetzt diese Guides exportieren bzw. sie konvertieren, hier mit dieser Funktion Add Curves from Strands. Und jetzt ist ganz wichtig, wenn wir das von hier machen, dann würden wir die entsprechenden Modifikationen natürlich nicht mit hinzunehmen. Deswegen klicken wir dieses hier an und klicken dann auf Add Curves from Strands. Das tue ich jetzt mal und da ist es schon. Das heißt, er hat jetzt die entsprechenden Curves produziert. Das sind 515. Diese 515 Curves werden nachher dazu verwendet, um mittels Hairworks dann in den Zwischenbereichen die Haare physikalisch zu interpolieren. Okay. Das wäre dann auch soweit okay. Als nächsten Schritt müssen wir das entsprechende Mesh anwählen und dazu natürlich den Ordner oder den Knotenpunkt, wo die entsprechenden Guides sich drin befinden, beziehungsweise jetzt die exportierten Curves. So, dann gehen wir auf Hairworks, dieses Plugin, und gehen auf Create Hairworks. Jetzt hat er das entsprechend angelegt. Das heißt, es befindet sich jetzt eine neue Node und hier rechts an der Stelle wird jetzt quasi aufgefordert, den Knotenpunkt zu wählen, wo die entsprechenden Curves sich drin befinden. Das tue ich jetzt mal. Wähle jetzt auf OK und jetzt sind die entsprechenden Curves fixiert worden von Hairworks. Das war auch schon der interessante Teil. Hier kann es zu diversen Fehlern kommen, wenn bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Deswegen ist es unwahrscheinlich wichtig, eine Hairworks Plugin-Version zu verwenden, die über dieser Versionsnummer steht. Ich habe sehr lange experimentiert, um einen Weg zu finden, um diverse Probleme zu umgehen. Unter anderem war das Problem, dass nicht alle Curves, die exportiert worden sind, mit Haaren interpoliert worden sind. Das heißt, es sind sogenannte Gaps, Löcher in der Kopfhaut bzw. in den Haaren entstanden. Aber wir gucken uns das gleich auch noch an. Das Ganze speichern wir jetzt noch einmal und ich führe das jetzt einmal konsequent weiter und nenne das jetzt mal noch Hairworks. Dryden Base Ornatrix Hairworks. Wir speichern das Ganze wieder und sind mit diesem Schritt dann auch erstmal soweit fertig. Jetzt wollen wir uns damit befassen, die Dateien zu exportieren, um sie dann in Hairworks Viewer weiter zu bearbeiten. Also dazu wählen wir erstmal alles an, das heißt die Root Node, und exportieren uns erstmal die FBX-Datei. Export All. So, jetzt schauen wir mal, wir werden das in Maya Projects Dryden Non-11 Version exportieren. Und der Charakter heißt jetzt Dryden Base with Hair. Okay. Die Einstellungen sind wichtig für die Unreal Engine. Smooth Groups, Smoothing Groups, Smooth Mesh, Tangents and Binormals,
und der referenzierte Asset Content. Animation wollen wir an dieser Stelle noch nicht machen. Erkläre ich später in einem nächsten Tutorial. Ab-Achse ist in dem Fall natürlich jetzt nicht Z, sondern Y, weil Unreal hat die Y-Achse oben. Das ist okay. Hier verwenden wir das 2016er FBX-Format. Das ist auch okay. Das hatten wir und die Units werden automatisch auf Zentimeter gestellt. Gut. Einstellung noch einmal kontrollieren. Das ist okay. Auch okay. Das Ganze kann nun also exportiert werden. Das ist okay. Ja, alles klar. Gut. Als nächstes müssen wir die Haare selber exportieren. Dazu gehen wir auf die Hairworks Shape Node. Die wurde kurz selektiert und danach wurde sie deselektiert, aber die entsprechenden Daten sind zum Export im Speicher. Dann klicken wir auf Export Selection, gehen wieder auf Maya, Projects, Dryden Non-Elf Version und mittlerweile ist jetzt auch Hairworks hier ausgewählt unten. Und jetzt benennen wir das Ganze noch Dryden Hair. Wichtig ist jetzt auch hier wieder die Achse. Y ist oben. Und so dann können wir jetzt auch exportieren. Schauen wir mal. Jawohl. Okay. Für die Fälle, dass entsprechend Hairworks noch nicht in der Version verfügbar ist, sprich über der Version 1.2.10.51.10, kann man sich auch noch mit einer kleinen Hilfe bedienen. Das heißt, wir gehen in den Script Editor und wir können hier diese Optionen auswählen, dass der Skin Cluster nicht automatisch beim Export der APX-Datei ausgeführt wird. In der neuesten Hairworks Version ist dies automatisch ausgestellt. So wurde mir von seitens der Entwicklung dies bestätigt. Ja, dies nochmal so eine kleine Randbemerkung. Okay, dann werden wir jetzt entsprechend im Content weiterverfahren. Jetzt hat er die entsprechenden Einstellungen exportiert. Das gucken wir uns jetzt mal an. Wir gehen hier in meinen Ordner, schauen wir uns das Ganze mal an. Maya, Projects, Dryden, Non-Elf Version und wir haben hier einmal die exportierte Hair APX Datei und wir haben hier unseren Charakter auch FBX exportiert. Im nächsten Schritt werden wir sodann dafür sorgen, im Hairworks Hairviewer die Daten einmal zu importieren und zu kontrollieren und diese sodann auch zu kolorieren. So, wir befinden uns jetzt im Artist Tool Hairworks Viewer in der Version 1.2.1.
Es gibt hier so ein paar Dinge zu beachten, aber dazu kommen wir gleich noch. Als allererstes importieren wir uns unser Hairworks-File. Dies befindet sich hier in unserem Ordner. Die APX-Datei kann geöffnet werden. Dann haben wir hier entsprechend so ein bisschen die Lichtverhältnisse wechseln. So, navigiert wird exakt wie in Maya auch. Ja, hier sehen wir quasi unser Produkt. Und wenn die Achsen jetzt nicht stimmen sollten, dann muss man hier drauf achten und entsprechend auf die richtige Achse zu wechseln. Ja, wir sind also auf der Y-Achse. Okay, so. Als allererstes werden wir das Ganze noch kolorieren. Deswegen, um hier auch wieder Zeit zu sparen, nehme ich die Root und die Tip Color von meinem alten Standardprojekt. Das heißt, wir klicken gerade mal, die habe ich glaube auch unter Maya Projects, Dryden, ich glaube in der 11 Version, genau. Dort wird als allererstes die Root Color gefragt, das ist diese, und danach die Tip Color. So, jetzt sehen die Haare entsprechend rotbraun aus. Okay, was wir mal kurz noch testen können ist, ob die Physik mit übernommen worden ist, aber es sieht schon mal ganz gut aus. Noise. Jawohl. Ja, wunderbar. So, als nächstes speichern wir das Ganze, weil wir entsprechend Veränderungen vorgenommen haben. Save Hair File, und damit ist die Datei jetzt überschrieben. Eine kleine Anmerkung zu diesem Thema hier noch ist, wenn wir jetzt quasi unser FBX-File öffnen, dann werden wir ein kleines Problem haben. Der Offset, der stimmt nicht hundertprozentig überein in Hairworks. Die Entwickler wissen Bescheid, arbeiten dran, soll aber in diesem Moment für uns keinen Abbruch bereiten, weil wir ja in Unreal Engine importieren wollen. Wir können an dieser Stelle natürlich den Offset nicht verändern. Auch ist im Moment die Funktionalität hier über die Rootbone zu arbeiten deaktiviert. Okay, dann treffen wir uns gleich in der Unreal Engine. Okay, die Unreal Engine, die wir direkt herunterladen können, ermöglicht es im Moment noch nicht, Hairworks-Dateien zu importieren. Deswegen müssen wir uns an den NVIDIA Unreal Engine GitHub Fork wenden. Das heißt, wir müssen Entwickler werden, damit wir Zugriff auf die GitHub Resource Dateien der Unreal Engine kommen. Ich logge mich mal ein. So, Two-Factor. Okay. Dann gehen wir auf NVIDIA GameWorks. Und dies ist auch der Fork, den ihr verwenden müsst, wenn ihr euch die Unreal Engine kompilieren wollt. Denn ohne diesen Schritt ist es nicht möglich, die APX Hairworks Dateien so zu verwenden. Auch hier werde ich an gegebener Stelle noch einmal ein Tutorial machen, wie man entsprechend Hairworks in Unreal implementiert.
beziehungsweise die Unreal Engine dann neu kompiliert. Okay, dies soll auch nochmal eine Randinformation sein, damit ihr wisst, warum ihr das, also wenn ihr das nachvollzieht, warum das über die Standard Unreal Engine nicht funktioniert. So, wir befinden uns nun im Unreal Editor und werden jetzt entsprechend in der Ordnerstruktur Content Das, Charakters Dryden, Maya die exportierten Haare importieren. Dazu gehen wir hier auf Import und ja, das ist richtig, Dryden Non-Elf Version, Dryden Hair. Da sind die Haare importiert worden. Die entsprechenden Color, Tool und Root Tip sind ebenfalls mit hinzugefügt worden, beziehungsweise sie wären mit hinzugefügt worden, wenn sie noch nicht im Ordner existent gewesen wären. Dann gehen wir auf die entsprechende Blueprint des Charakters. Der Charakter selber, der muss natürlich auch noch importiert werden. Das habe ich jetzt schon mal gemacht, weil das dauert eine ganze Weile. Dieser Import funktioniert auf der identischen Art und Weise, wie man auch die Haare importiert. Und dann wählt man hier an dieser Stelle die Komponente Hairworks Haar aus. Wenn diese Komponente noch nicht existiert, kann man sie entsprechend hinzufügen. Die Komponente heißt dann Hairworks. Ich habe sie schon hinzugefügt. Das heißt, die Komponente hat auch einen Variablennamen bekommen. Und hier rechts erkennt man jetzt, kann man das entsprechende importierte Haar auswählen. Dryden Hair haben wir jetzt selektiert und ausgewählt. Und entsprechend wird das Haar dem Charakter dann auch physikalisch zugeordnet. So, das Ganze kann man jetzt natürlich mit den verschiedensten Variationen noch modifizieren. Interessant sind die Parameter Stiffness. Mal als Beispiel, wenn wir jetzt eine Stiffness von 1 nehmen, dann ist die Steifigkeit der Haare natürlich etwas höher. So, ich lasse die jetzt mal auf 0,5. Wir kompilieren das Ganze einmal und speichern das Ganze. Und dann können wir uns das natürlich auch abschließend noch einmal in der Live-Szene angucken. Das Ganze startet jetzt. Wie unser Ornatrix Hairworks-File sich physikalisch nun auswirkt. Das sind unsere Haare. Und hier kann man erkennen, habe ich noch einmal das Hairworks Beispiel direkt importiert und einen weiteren Charakter angelegt. Steifigkeit liegt bei 0,5, das heißt, die Haare reagieren auch noch auf Sprünge und Physik relativ gut. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen und wir hören uns.